Und zugeschaltet ist mir jetzt der Weltchefreporter Wissenschaft Axel Bojanowski. Guten Tag. Hallo. Ja, solche extremen Wetterereignisse, solche Starkregenereignisse nehmen zu. Sehen wir hier ganz deutlich und brutal die Auswirkungen des Klimawandels und der Erderwärmung? Also man muss sagen, dass eine wärmere Welt eine nassere Welt sein wird. Es kann sein, dass sich eben Ereignisse wie jetzt dieser Starkregen ein paar Prozent verstärken würden durch die globale Erwärmung. Nicht jedes Ereignis wird stärker sein, aber so im Durchschnitt werden dann Starkregenereignisse im Zuge der Erwärmung stärker ausfallen, ein paar Prozent. Der UN-Klimarat erkennt in manchen Regionen schon dieses Signal, also mehr Starkregen in manchen Regionen, und schreibt das auch der globalen Erwärmung zu. Aber der UN-Klimarat sagt auch, mehr Regen bedeutet nicht gleich unbedingt auch mehr Hochwasser. Ja? Hochwasser sind multikausal, hängen von vielen Faktoren ab und eben nicht nur vom Regen. Und deswegen sieht der UN-Klimarat noch keinen Trend bei Hochwasser global. Also, und er kann auch eben die Entwicklung der Hochwasser nicht auf die menschengemachte Erwärmung bisher zurückführen. So schreibt es der UN-Klimareport in seiner aktuellen Ausgabe. Also durch was wird das Hochwasser dann bedingt? Sind das einfach zu stark besiedelte Regionen? Sind das einfach Flächen, die nah an Flüssen sind? Welche Faktoren spielen damit? Ja, also Regen spielt eine Rolle, ne? Also wenn der Regen stärker ausfällt fällt in einer wärmeren Welt, erhöht sich dadurch natürlich das Hochwasserrisiko. Aber andere Faktoren sind dominant. Also vor allem die Besiedlung ist dominant. Also je mehr Leute in den ehemaligen Überflutungsregionen der Flüsse leben und siedeln, desto größer die Gefahr. Dann Bodenversiegelung ist ein großer Faktor. Flussbegradigungen, ja, dass das Wasser eben kürzeren Weg nimmt und dadurch eben dann stärker anspült. Und Veränderungen der Schneebedeckung sind auch ein wichtiger Punkt. Das sind eben Dinge, auf die man dann auch, wo die Menschheit, also eben auch Bürgermeister und Anwohner eben auch Stellschrauben haben, um das Risiko zu lindern. Aber nutzen Sie diese Stellschrauben auch? Also ist die Politik sich dieses Problems bewusst? Wird das genug adressiert? Werden wir hier genug Maßnahmen in den gefährdeten Regionen ergriffen? Interessanterweise ja, also nicht genug, natürlich nicht. Also es gibt viel zu tun. Gerade in Deutschland ist nicht gut auf Hochwasser vorbereitet insgesamt. Aber die Entwicklung ist positiv, was die Opferzahlen angeht. Also seit der Mitte des letzten Jahrhunderts sind die Opferzahlen bei Hochwasser um 84% global zurückgegangen. Besonders auch in Europa war die Entwicklung sehr positiv. Und das heißt, die Menschen sind sicherer vor Hochwasser. Und auch wenn man die Schadenssumme von Hochwassern ins Verhältnis setzt zur Wirtschaftsleistung, haben die Schäden nicht zugenommen in den letzten Jahrzehnten. Das heißt, die Menschheit hat gelernt, sich besser zu schützen vor Hochwasser. Und das zahlt sich eben aus. Trotz globaler Erwärmung sieht man da eben bislang keine Entwicklung hin zum Schlimmeren. Wenn wir uns jetzt die Reaktionen von verschiedenen Politikern ansehen auf diese Hochwasser in Österreich, in Osteuropa, zum Beispiel wenn wir uns die Grünen ansehen, da kommt dann ganz klar die Warnung, das ist eben der Klimawandel und das wird uns jetzt bevorstehen die kommenden Jahre. Ist das die richtige Reaktion oder sollte man vielleicht andere Äußerungen tätigen? Ja, es ist schon richtig, auch auf die globale Erwärmung immer aufmerksam zu machen bei Wetterereignissen, wenn es denn einen kausalen Zusammenhang gibt. Bei Extremregen gibt es, wie gesagt, ja eben einen Zusammenhang, auch wenn er bei Hochwasser eben nicht dominant ist. Aber es spielen eben viele andere Faktoren eine Rolle. Und das ist eben, da wird dann eben dieses Klimawandelargument, wenn es das einzige ist, ja, auch ganz gerne als Ausrede gebraucht. Also, dass man eben sagt, ja, wie nach der Ahrtalflut vor 3 Jahren in Westdeutschland, wo ja fast 200 Leute gestorben sind in Hochwasser, die nicht hätten sterben müssen, bei besserer Katastrophen- und Vorwarnvorsorge, darauf zu verweisen, das ist jetzt der Klimawandel und wir haben ein neues Normal, wie es dann so schön heißt, und das dann implizit sozusagen so darzustellen, als ob man als Politiker jetzt nichts machen konnte, weil der Klimawandel eben so stark zugeschlagen hat und darauf müsste man sich erst noch vorbereiten. Das ist dann eben eine Ausrede, weil gerade im Ahrtal vor 3 Jahren war es eben so, dass die Regenmengen zwar extrem waren, aber immer noch in einer natürlichen Schwankungsbreite lagen und eben ähnliche Ereignisse sich im Mittelalter schon ereignet hatten. Ja? Und diese großen Katastrophenlücken
die Abstände zwischen den solchen Katastrophen in bestimmten Regionen sorgen eben dafür, dass Leute sie nicht mehr auf der Rechnung haben, dass eben das Gedächtnis dafür von Generation zu Generation schlechter wird. Und dann passiert eben bei solchen Ereignissen in einem Ort nur alle paar Jahrzehnte, alle paar Jahrhunderte vielleicht sogar. Und da muss man dann eben aufpassen, dass dieses Klimawandelargument nicht überstrapaziert wird, weil es den Fokus dann auf andere Stellschrauben, die vor Ort viel wirkungsvoller sind, wie Vorwarnsysteme, Deichbau, Renaturierung, Rückhaltebecken, Stadtplanung und überhaupt die Aufklärung der Bürger dann eben dominant sein können und viel Leid verhindern könnten. Sagt Axel Bojanowski. Dankeschön für das Gespräch. Gerne, danke.